Hallo liebe Häkelfreunde! Für dieses Video habe ich euch ein Shirt aus großen Granny Squares mitgebracht. Wenn ihr es aus Wolle häkelt, eignet es sich als effektvoller Überwurf über einen Pullover oder einer Bluse. Aus Baumwolle, Bambus, Leinen oder Viskose ist es ein hervorragendes Shirt über Tops im Sommer. Es kann auch am Strand über Bikinis getragen werden. Wie ihr seht, ist dieses Shirt ein flexibles Kleidungsstück für unsere Garderobe. Wir beginnen mit der Vorstellung der Wolle. Ich habe Manhattan von Yarn Art verwendet. Das besteht aus 56% metallische Wolle, 7% Wolle, 7% Viskose und 30% Acryl. Die Farbnummer ist die 911. Auf 50 Gramm kommt 200 Meter. Die empfohlene Nadelstärke ist die 3,5. Ich verwende aber eine 4er Häkelnadel. Außerdem braucht ihr noch eine Schere, ein Maßband, eine Stopfnadel und Maschenmarkierer. Für das Granny starten wir mit einem magischen Ring. Dafür lege ich den Faden so um meine Finger. So seht ihr. Dann gehe ich mit der Häkelnadel unterhalb durch, greife den Faden, ziehe ihn hervor und drehe die Häkelnadel so. Dann hole ich den Faden hier und ziehe diesen durch die Schlaufe. Fertig, das ist mein magischer Ring. Nun mache ich eine feste Masche in den Ring hinein. Diese erste Masche markiere ich. Ich mache weitere 7 feste Maschen in den Ring, insgesamt also 8 Stück. In diesem Video probiere ich verschiedene Hintergründe aus. Schreibt mir bitte in die Kommentare, welchen Hintergrund ihr am besten findet. Ich habe die 8 Maschen gehäkelt und ziehe den Ring nun fest. Die Markierung kommt raus. Danach verbinde ich die erste Masche mit einer Kettmasche. Ich ziehe die Masche etwas heraus. Dann nehme ich einen Umschlag auf die Nadel, steche in die gleiche Masche ein und hole den Faden durch. Nochmal einen Umschlag auf die Nadel, in die gleiche Masche einstechen und den Faden durchholen. Und noch ein drittes Mal. Jetzt hole ich den Faden und ziehe ihn durch alle Schlaufen durch. Dann schließe ich die Masche mit einer Luftmasche ab. Diese Masche markiere ich. Anschließend mache ich 3 Luftmaschen. Für die nächste Masche nehmen wir wieder einen Umschlag auf die Nadel, stechen ein und holen den Faden durch.
Wieder nehmen wir einen Umschlag auf die Nadel, stechen in die gleiche Masche ein und holen den Faden durch. Und ein drittes Mal. Den nächsten Faden ziehen wir nicht durch alle Schlaufen, sondern nur durch die da vorne. Die eine Schlaufe bleibt unberührt. Und nun hole ich den Faden nochmal und ziehe diesen durch die beiden Schlaufen auf der Nadel. Das ist eine Büschelmasche. Dann machen wir wieder 3 Luftmaschen. Jetzt kommt wieder eine Büschelmasche. Es folgen 3 Luftmaschen. In jede dieser 8 festen Maschen kommt eine Büschelmasche. Machen wir noch einmal eine zusammen. Die 3 Luftmaschen nicht vergessen. Ich bin an der letzten Büschelmasche angekommen. Bevor wir in die erste Masche verbinden, brauchen wir noch die Luftmaschen. Ich mache hier aber nicht 3, sondern nur 2. Mit 3 Luftmaschen wirkt die Lücke im Vergleich zu den anderen zu groß. Daher mache ich aus optischen Gründen nur 2 Luftmaschen am Ende. Die Markierung entfernen und in diese Masche mit einer Kettmasche verbinden. Und seht ihr, die letzte Lücke ist optisch stimmig mit den anderen. Ich mache an dieser Stelle keine Luftmasche. Ich ziehe die Schlaufe etwas lockerer, steche ein und hole den Faden. Ich hole den Faden nochmal und ziehe diesen durch die Schlaufen. Das ist eine feste Masche. Die Markierung nicht vergessen. In die Lücke kommen nun 3 feste Maschen. In die Büschelmasche kommt eine feste Masche. Jetzt wieder 3 feste Maschen. Und hier eine feste Masche. Das mache ich bis zum Ende der Runde. Auch in die letzte Lücke mache ich 3 feste Maschen. Obwohl wir hier nur 2 Luftmaschen gemacht haben, das ist egal, das war nämlich rein kosmetisch.
Wir nehmen die Markierung raus und verbinden mit einer Kettmasche. Und jetzt kommt eine Runde Büschelmaschen. Ich ziehe die Schlaufe wieder etwas heraus und mache in diese Masche eine Büschelmasche, wie in Runde 2. So sieht das Anfangsbüschel aus. Der Unterschied zur zweiten Runde ist, dass wir jetzt nur 2 Luftmaschen machen und nicht 3. Und wir lassen die nächste Masche aus und häkeln das nächste Büschel erst in die darauf folgende Masche. Dann häkeln wir 2 Luftmaschen. Wir lassen wieder eine Masche aus und häkeln das Büschel in die übernächste Masche. Und so häkeln wir die Runde entlang. Nach dem letzten Büschel häkle ich nicht 2 Luftmaschen, sondern nur eine, aus dem gleichen optischen Grund wie zuvor schon. Dann verbinde ich in die markierte Masche. Es folgt eine Runde mit festen Maschen wie in Runde 3. Für die erste feste Masche mache ich keine Luftmasche, sondern steche einfach so ein. In die Lücken häkeln wir nun je 2 feste Maschen. Eine in die Büschel, 2 in die Lücken. Stört euch nicht daran, wenn sich das etwas biegt. Das gibt sich. Wir häkeln in festen Maschen bis zum Ende der Runde. In die letzte Lücke kommen 2 feste Maschen, obwohl es nur eine Luftmasche ist. Dann verbinden wir in die erste Masche. Die nächste Runde besteht wieder aus Büschel und Luftmaschen. Diese wird genauso gehäkelt wie die letzte Büschelrunde, völlig identisch. Wenn euch meine Videos gefallen und ihr meinen Kanal unterstützen möchtet, liked und kommentiert meine Videos. Darüber freue ich mich sehr und es verhilft dem Kanal zu mehr Sichtbarkeit. Und natürlich dürft ihr das Abonnieren nicht vergessen, damit ihr gleich Bescheid bekommt, wenn ein neues Video online ist.
Wir häkeln Büscheln und Luftmaschen bis ans Ende der Runde. Am Ende der Runde häkeln wir wieder nur eine Luftmasche, bevor wir in die markierte Masche verbinden. So, jetzt teilen wir die Ecken ein. Wir brauchen 4 Ecken, damit aus dem Kreis ein Quadrat wird. Das werden wir mit unterschiedlichen Maschenarten erreichen. Wir häkeln mit festen Maschen, halben Stäbchen, Stäbchen und Doppelstäbchen. Hier kommen feste Maschen hinein. Hier halbe Stäbchen, hier Stäbchen und hier ist unsere erste Ecke aus Doppelstäbchen. Die Ecke markieren wir. Und jetzt zählen wir die Lücken. 1, 2, 3, 4, 5, 6. In die 6. Lücke kommt eine Markierung. Dann zählen wir wieder 6 Lücken und markieren die 6. Lücke als Ecke. Das sind unsere Ecken. In die Ecken kommt Doppelstäbchen, dann Stäbchen, dann halbe Stäbchen, dann feste Maschen und dann wieder halbe Stäbchen, Stäbchen, Doppelstäbchen. Und das in allen 4 Bereichen. Ich zeige euch das aber jetzt ganz genau. Um in die nächste Lücke zu gelangen, machen wir eine Kettenmasche. Um etwas Höhe zu gewinnen, machen wir eine Luftmasche. Und dann machen wir 3 halbe Stäbchen in diese Lücke. Das erste halbe Stäbchen markieren wir. In die nächste Lücke kommen 3 Stäbchen. Jetzt kommt unsere erste Ecke. Wir machen 2 Umschläge auf die Nadel. Wir stechen in die Lücke und holen den Faden. Wir holen den Faden und ziehen ihn durch 2 Schlaufen. Wir holen ihn nochmal und ziehen ihn durch weitere 2 Schlaufen. Wir holen ihn wieder und ziehen diesen durch die letzten beiden Schlaufen. Das ist ein Doppelstäbchen. Wir machen noch 2 weitere. Jetzt haben wir 3 Doppelstäbchen. Wir machen 3 Luftmaschen. In die gleiche Lücke machen wir nochmal 3 Doppelstäbchen.
Und jetzt könnt ihr schon sehen, es entsteht eine Ecke. In der nächsten Lücke geht es mit 3 Stäbchen weiter. Drei halbe Stäbchen kommen in die nächste Lücke. Und jetzt machen wir 3 feste Maschen in die nächste Lücke. Und das Ganze wieder zurück. 3 halbe Stäbchen, drei Stäbchen. Und schon sind wir bei der nächsten Ecke angekommen. Hier machen wir 3 Doppelstäbchen, 3 Luftmaschen und weitere 3 Doppelstäbchen. Die zweite Ecke ist fertig. Da sieht man schon, wie der Kreis quadratisch wird. So wie hier machen wir das da genauso. Ich bin in der letzten Lücke angekommen. Hier müssen 3 feste Maschen hinein. So sieht das jetzt aus. Nun geht es weiter mit einer Stäbchenrunde. Wir häkeln die Stäbchen in die hinteren Maschenglieder. Nur hier hinein. Hier sind die Maschen von oben gesehen. Normalerweise nimmt man beide Maschenglieder. Wir nehmen aber nur das hintere Maschenglied. Hier, hier, hier. Los geht es hier. Hier kommt eine Kettmasche rein zum Verbinden. Und dann machen wir 3 Luftmaschen als Stäbchenersatz. Die dritte Luftmasche markieren wir.
Ab hier häkeln wir in die hinteren Maschenschlaufen unsere Stäbchen hinein. So sieht das aus. Hier unten ergibt sich eine kleine Bordüre. Das ist ganz hübsch. In die Ecke machen wir 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 3 Stäbchen. So sieht die Ecke aus. Da müssen wir aufpassen, dass wir die erste Masche nach der Ecke nicht übersehen. Am besten, man zieht die Stäbchen der Ecke etwas zurück, dann sieht man diese Masche besser. Und weiter geht es mit Stäbchen in die hintere Maschenschlaufe. Nochmal die Ecke mit 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 3 Stäbchen. Und dann wieder Stäbchen in die hintere Schlaufe, drumherum bis zur Markierung. Jetzt müsst ihr aufpassen. Von Ecke zu Ecke müsst ihr 27 Stäbchen haben. Man übersieht gerne die letzte Masche vor der Markierung. Da muss zum Beispiel noch ein Stäbchen rein. Das sind jetzt 27 Stäbchen. Pro Seite braucht ihr genau diese 27 Stäbchen. Wir gehen wieder nur in das hintere Maschenglied und machen eine Kettmasche zum Verbinden. Dann müssen wir noch eine Masche weiter rutschen und machen daher in das nächste hintere Maschenglied eine weitere Kettmasche. So. Dann machen wir 3 Luftmaschen als Stäbchenersatz. Die dritte Luftmasche markieren wir. Und dann machen wir eine weitere Luftmasche für die nächste Masche, denn die lassen wir aus. Die lassen wir aus und hier in das hintere Maschenglied häkeln wir ein Stäbchen. Wieder eine Luftmasche, diese Masche auslassen und in diese kommt das nächste Stäbchen. Wieder eine Luftmasche, auslassen, hier das Stäbchen reinhäkeln. Und nochmal.
und ein weiteres Mal, bis wir die Ecke erreicht haben. In die Ecke häkeln wir 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Letztlich häkeln wir so um das Quadrat herum bis zur Markierung. Wir sind angekommen. Hier ist noch eine Masche übrig, für diese machen wir eine Luftmasche. Dann verbinden wir mit einer Kettmasche in die markierte Masche. Wir machen wieder 3 Luftmaschen als Stäbchenersatz am Anfang und markieren die 3. Luftmasche. Und jetzt machen wir in die Lücke ein Stäbchen, in das Stäbchen ein Stäbchen, in die Lücke 1, in das Stäbchen 1 und so weiter. Hier sind die Eckenstäbchen der Vorreihe. Da gibt es keine Lücken. Da kommen auch Stäbchen hinein. In die Ecke selbst kommen 2 Stäbchen, eine Luftmasche und 2 Stäbchen. Danach geht es ganz normal in jede Masche mit einem Stäbchen weiter. In den Ecken 2 Stäbchen, eine Luftmasche, 2 Stäbchen. Wir häkeln so weiter bis zur Markierung. Das letzte Stäbchen ist in der Lücke vor der Markierung. Ich nehme die Nadel heraus, lege den Faden so ab, entferne die Markierung, steche mit der Nadel von hinten durch beide Schlaufen der Masche Dann lege ich die Schlaufe über die Nadel und ziehe sie nach hinten durch. Ich drehe das Granny um und dann kann ich den Faden abschneiden. Ich mache eine Luftmasche und ziehe den Faden durch und fest. Das ist ein ziemlich unsichtbarer Abschluss. Jetzt solltet ihr eure Grannys noch in Form spannen. Die Kanten meines Grannys sind ca. 25 cm lang. 2 nebeneinander ergeben etwa 50 cm.
Wer größere Grannies braucht, macht einfach noch eine Runde Stäbchenlochmuster und eine Runde durchgehend mit Stäbchen. Das könnt ihr so oft wiederholen, bis ihr die gewünschte Größe erreicht habt. Nun gilt es, die Grannies zu verbinden. Wir fangen hier an bis dahin und dann hier. Ich habe eine Schlaufe auf der Nadel. Dann suche ich mir die Ecken der beiden Grannies heraus. Ich steche in die Ecke ein und mache eine feste Masche. Dann eine Luftmasche. Ich nehme das andere Granny und dessen Ecke. In diese häkle ich ebenfalls eine feste Masche und eine Luftmasche. Dann nehme ich wieder das vordere Granny. Die erste Masche nach der Ecke lasse ich aus und mache in die darauf folgende eine feste Masche. Und eine Luftmasche. Ich nehme das hintere Granny und mache es hier genauso. Die lasse ich aus, in die häkle ich eine feste Masche und eine Luftmasche. Zurück zum vorderen Granny. Die Masche lasse ich aus und in die häkle ich eine feste Masche und eine Luftmasche. Beim hinteren Granny genauso. So sieht das aus. Und weiter geht's. Ich bin am Ende angekommen. Diese Masche auslassen und das nächste ist die Ecke. In die Ecke kommt eine feste Masche und eine Luftmasche. Und hier ist es genau das Gleiche. Diese Masche auslassen und in die Ecke häkeln. Eine feste Masche und eine Luftmasche. Jetzt brauchen wir die nächsten beiden Grannies. Da haben wir aufgehört. Jetzt geht es hier in der Ecke weiter. Eine feste Masche, eine Luftmasche. Im hinteren Granny suchen wir die Ecke und häkeln dort eine feste Masche hinein und eine Luftmasche. Und dann geht's weiter wie zuvor. Eine Masche auslassen und in die folgende eine feste Masche und eine Luftmasche häkeln. Im Wechsel von einem Granny zum anderen. Das machen wir bis ans Ende der Grannies. In die letzte Ecke des vorderen Grannys häkeln wir eine feste Masche und eine Luftmasche.
In die Ecke des anderen Grannies kommt aber nur eine Kettmasche zum Abschluss. Eine Luftmasche und den Faden durchziehen. Nun drehen wir unser Häkelstück und verbinden die Grannies hier entlang auf die gleiche Weise. Hier zeige ich nochmal, wie ihr startet. Interessant ist die Mitte hier. Wir häkeln zuerst in diese Ecke, dann in diese, weiter in diese Ecke und dann in diese. Wir häkeln jeweils eine feste Masche, gefolgt von einer Luftmasche. Danach geht's weiter wie zuvor. Eine Masche auslassen und in die folgende eine feste Masche häkeln, gefolgt von einer Luftmasche. Immer im Wechsel. Das geht bis ans Ende der Reihe. So sieht das aus. Und wir brauchen ein weiteres Vierer-Granny. Das eine ist die Vorderseite, das andere die Rückseite. Hier kommt der Halsausschnitt hin. Seitlich davon werden die Grannies verbunden. Schaut einfach, wie weit ihr den Ausschnitt haben wollt und verbindet dann. Ich zeige euch hier, wie ihr abschließen könnt. Das ist der Ausschnitt. Hier habe ich bereits verbunden. Und jetzt möchte ich abschließen. Ich lasse eine Masche aus und häkle dann einfach eine Kettmasche statt einer festen Masche. Mache eine Luftmasche und ziehe den Faden durch. So sieht das bei mir aus. Jetzt brauchen wir noch die Ärmel. Die kommen dahin. Dafür brauche ich 2 weitere Grannies. Dann verbinde ich hier und da. Ja, natürlich wäre es günstiger gewesen, die Ärmelgrannies gleich dran zu häkeln, als man die Schulternnähte geschlossen hat. Bei mir hat sich das Konzept einfach so spontan entwickelt. Ihr könnt natürlich die Ärmelgrannies direkt beim Schließen der Schulternaht dran häkeln. In die eine oder in die andere Richtung. Und dann hier. Das ist der Ausschnitt. Rückseite, Vorderseite. Hier die Ärmel. Jetzt nehme ich das so und falte das. So sieht das Shirt aus. Nun müssen wir noch die Ärmel und Seiten schließen. Hier entlang und hier. Dafür lege ich mir die Ränder so hin, dass es bequem geht. So, seht ihr? Dann verbinde ich hier. Und dann genauso hier.
So sieht das fertig aus. Jetzt möchte ich noch schöne saubere Kanten haben, damit die unebenen Stellen glatter aussehen. Dafür starten wir unterm Arm. Ich habe eine Schlaufe auf die Nadel gelegt und suche mir eine Masche aus. In diese mache ich eine Kettmasche und ziehe diese fest. Dann mache ich in die gleiche Masche ein halbes Stäbchen. Das markiere ich. Dann geht es einfach mit halben Stäbchen drumherum weiter. Am Ende verbinde ich mit einer Kettmasche in das erste halbe Stäbchen. Mache dann aber noch einen unsichtbaren Abschluss in die nächste Masche. Das habe ich an beiden Ärmeln gemacht und auch hier unten am Saum. Für den Halsausschnitt habe ich statt halben Stäbchen feste Maschen gewählt. Und fertig ist unser Granny-Shirt. Wie gefällt es euch? Schreibt das gerne in die Kommentare. Eure Meinung dazu interessiert mich nämlich sehr. Wie immer freue ich mich, dass ihr bis hierher dabei wart. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr gleich benachrichtigt werdet, sobald ein neues Video online ist. Bis bald!